Heute nehme ich euch mit auf eine Fahrradtour, die sich fast wie eine Reise durch die Zeit anfühlt. Wir sind auf Rügen, genauer gesagt in Prora. Was ihr hier seht, ist kein normales Gebäude. Es ist der Koloss von Rügen. Ein Bauwerk, das so gigantisch ist, dass man es sogar aus dem Weltraum auf Satellitenbildern erkennen kann. Ursprünglich als das größte Seebad der Welt geplant, erstreckt sich dieser Komplex über fast 4,5 Kilometer entlang der Küste. 8 identische Blöcke, errichtet aus purem Beton und Stahl, direkt an einem der schönsten Sandstrände Deutschlands. Ich fahre heute hier entlang, um mit euch in diese bizarre Mischung aus dunkler Geschichte und modernem Bauboom einzutauchen. Um die Dimensionen mal zu greifen: 20.000 Menschen sollten hier gleichzeitig Urlaub machen. Die Nationalsozialisten wollten mit der Organisation Kraft durch Freude die Massen kontrollieren, sogar in ihrer Freizeit. Jedes der 10.000 Zimmer war exakt gleich groß. 2,50 Meter breit und 5 Meter tief. 2 Betten, ein Schrank, ein Waschbecken, mehr nicht. Aber jedes einzelne Zimmer hatte Mehrblick. Die Bauzeit war fast schon unheimlich effizient. Innerhalb von nur 17 Monaten standen die Rohbauten der 8 Blöcke. Fast alle namhaften Baugeschäfte des damaligen Reiches waren hier beteiligt. Doch 1939, mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurden die Arbeiten schlagartig eingestellt. Aus dem Traum vom Urlaubsparadies wurde eine der größten Investitionsruinen der Geschichte. Aber wenn man hier so am endlosen Beton entlangrollt, fragt man sich, wie haben die das damals logistisch überhaupt gestemmt? In der Hochphase arbeiteten hier über 9.000 Menschen gleichzeitig. Es war eine regelrechte Materialschlacht. Man schätzt, dass der Bau nach heutigem Wert fast 1 Milliarde Euro gekostet hätte. Es war die größte Baustelle des Dritten Reiches. Besonders kurios ist das Detail mit den Fenstern. Architekt Clemens Klotz hat das Gebäude so konstruiert, dass alle 10.000 Gästezimmer exakt denselben Blickwinkel auf die Ostsee haben. Die Flure, die Treppenhäuser und sogar die Gemeinschaftstoiletten wurden konsequent auf die Landseite verbannt. Niemand sollte den Wald sehen. Alle Augen sollten starr auf den Horizont gerichtet sein. Eine Architektur der absoluten Gleichschaltung. Sogar für das Essen gab es einen Masterplan. Um das Chaos zu vermeiden, wenn 20.000 Menschen gleichzeitig Hunger bekommen, waren riesige Festhallen im Untergrund geplant. Alles war getaktet wie in einer Fabrik. Nur, dass hier keine Autos produziert wurden, sondern erholte Arbeiter, die danach wieder effizient für das Regime funktionieren sollten. Es ist diese Mischung aus modernster Logistik und totaler Kontrolle, die einem hier beim Vorbeifahren immer wieder eine Gänsehaut verpasst. Wusstet ihr eigentlich, dass sogar eigene Kraftwerke und riesige Kaianlagen für Schiffe geplant waren? Prora sollte autark sein. Eine Stadt aus dem Nichts, die nur einem Zweck diente: der Inszenierung von Macht. Hier sehen wir den puren Rohbau. Es ist faszinierend. Prora gilt als eines der ersten Projekte, bei dem im großen Stil mit Fertigteilen experimentiert wurde. Die Nationalsozialisten ließen hier eine eigene Fabrik für die Betonmischungen errichten, um den enormen Bedarf zu decken. Ein Fakt, den kaum jemand kennt: Das Gebäude ist nicht schnurgerade. Es folgt exakt der Biegung der Prora-Wiek, der Bucht hier an der Ostsee. Diese leichte Krümmung über 4 Kilometer sorgt dafür, dass die Perspektive beim Vorbeifahren immer leicht verzerrt wirkt. Man blickt eigentlich in eine riesige, hohle Betonschale. Es ist ein bauliches Monstrum, das ohne jede Dehnungsfuge geplant war. Ein statisches Wagnis, das heute bei der Sanierung für Risse im Gebälk sorgt, die man mühsam füllen muss. Während wir weiterrollen, ein Blick auf die geheime Planung. Prora sollte im Ernstfall innerhalb von nur 48 Stunden in ein gigantisches Lazarett umgewandelt werden können. Die breiten Türen und Flure waren so konzipiert, dass Lazarettbetten problemlos hindurchpassten. Der Traum vom Urlaub war also von Anfang an mit dem Gedanken an den Krieg verknüpft. Auch logistisch war der Ort ein Vorreiter. Es gab Pläne für eine riesige Zentralwäscherei und eine Poststation, die täglich Zehntausende Briefe hätte verarbeiten müssen.
Um den Strand zu schützen, durften keine Autos direkt ans Gebäude. Die Gäste sollten mit der Bahn anreisen und dann über ein System von unterirdischen Gängen zu ihren Blöcken gelangen. Prora war im Grunde eine autarke Stadt, die theoretisch Monate ohne Außenkontakt hätte überleben können. Man fragt sich oft, warum dieser Beton eigentlich so unzerstörbar wirkt. Die Antwort liegt in der Mischung. Für Prora wurde ein extrem hochwertiger Stahlbeton verwendet, der eigentlich für militärische Bunkeranlagen gedacht war. Das ist auch der Grund, warum das Gebäude heute, fast 90 Jahre später, statisch immer noch so stabil ist, dass man Luxuswohnungen darauf setzen kann. Interessant ist auch, dass der Strand hier eigentlich künstlich verbreitert werden sollte. Man hatte Angst, dass der Platz für 20.000 Menschen nicht reicht. Es war sogar eine gigantische Wellenbrecheranlage geplant, damit die Urlauber bei jedem Wetter sicher in der Ostsee baden konnten. Alles hier war ein Eingriff in die Natur, um sie dem menschlichen Willen untertan zu machen. Ein Plan, der am Ende kläglich an der Realität des Krieges scheiterte. Hier im Rohbauabschnitt sieht man noch die kahle Realität der DDR-Zeit. Prora war der Ort der Spatensoldaten. Da sie keine Waffe in die Hand nahmen, wurden sie oft für die härtesten Bauarbeiten in der gesamten Region eingesetzt. Wusstet ihr, dass es in den Blöcken sogar Kinos und eine eigene Diskothek gab? In den 80er Jahren war Prora ein Ort der absurden Kontraste. Militärischer Drill in den oberen Etagen und jugendliche Subkultur im Erdgeschoss. Viele der Wandmalereien, die man heute bei der Entkernung findet, stammen aus dieser Zeit. Es sind die letzten Zeugnisse einer Ära, bevor hier die moderne Luxussanierung alles weiß übertüncht. Ein weiteres technisches Detail. Die Nationalsozialisten ließen für Prora ein eigenes Kraftwerk in Jasmund bauen, das nur diesen Komplex mit Strom versorgen sollte. Die Heizung war als Fernwärmesystem geplant, eine absolute Seltenheit für die 1930er Jahre. Sogar die Akustik war ein Thema. Man hatte Angst, dass das Meeresrauschen in den Zimmern zu laut sein könnte. Deshalb wurden spezielle Fensterkonstruktionen getestet, um den Lärm zu dämmen, damit die 10.000 Urlauber auch wirklich ihren Schlaf bekamen. Es ist dieser Detailreichtum im Kleinen, gepaart mit dem brutalen Wahnsinn im Großen, der diesen Ort so einzigartig macht. Man fährt hier nicht nur an Beton vorbei, sondern an einem gescheiterten Prototyp für die totale Massenabfertigung. Prora ist heute ein bizarrer Spagat zwischen Denkmal und Luxusresort. Dass wir hier heute frei mit dem Rad langrollen, statt in einer getakteten Massenurlaubsfabrik zu stecken, ist das eigentliche Privileg. Während der Wald landseitig die Ruinen der nie vollendeten Festhallen schluckt, bleibt der Koloss ein Mahnmal für einen Größenwahn, der glücklicherweise scheiterte. Prora ist und bleibt ein Ort, der Fragen aufwirft. Ich hoffe, diese etwas andere Fahrradtour hat euch einen neuen Blick auf diesen Betonriesen ermöglicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch bei meiner nächsten Entdeckungstour dabei seid. Jetzt seid ihr gefragt. Was ist euer Eindruck von Prora? Ist es richtig, hier Luxuswohnungen zu bauen, oder hätte man es als Mahnmal im Verfall lassen sollen? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Ich bin extrem gespannt auf eure Ansichten. Danke fürs Mitfahren, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.